Bin hier mal sehr überrascht, dass man all das in nur einer einzigen Box bekommt. Servus zusammen, und ihr hört mich hier schon ein bisschen verwundert, denn ich bin sehr erfreut darüber, was man hier aus dieser Box so alles an Figuren bekommt. Das sind zwei vollständige Armeen. Und genau darum soll es hier heute in dem Video auch gehen. Ich möchte euch zeigen, was ihr in der Zweispieler Starterbox Kursk für Flames of War an Inhalt bei den Figuren finden könnt. Bevor wir mit der ersten Armee starten, noch eine kurze Information. Wenn ihr Interesse habt, euch das Set zu kaufen oder sonst irgendetwas zu Tabletop, zum Hobby oder auch zu ähnlichen Dingen wie Rollenspielen sucht, könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung unter diesem Video hier schauen. Da findet ihr einen Link zu S-Games, zu deren Online-Shop, und dort könnt ihr unter anderem eben Sachen zu Flames of War wie dieses Kursk Starter Set kaufen, wo ich unter anderem das Set eben auch herbezogen habe. Aber genug davon, und wir starten mal mit der ersten Armee. Beginnen will ich hier mal mit der deutschen Seite. Das ist die kleinste der beiden Armeen mit insgesamt nur 7 Modellen, wie wir hier sehen. Ihr bekommt hier in der ersten Reihe zu sehen von links nach rechts 2 Panzer 4 und 2 Panzer 3, die ihr hier aus der Box bauen könnt. Und in der zweiten Reihe haben wir dann einen Tiger links, der natürlich schon ein ziemliches Kaliber ist. Für alle, die schon mal Flames of War gespielt haben, beziehungsweise sich ein bisschen mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt haben. Und dann noch 2 Panther. Und das bringt uns tatsächlich schon auf eine ganz stolze Punktezahl. Für Anfänger ist das definitiv sehr, sehr gut geeignet, weil ihr hier tatsächlich mit nur diesen 7 Figuren eine komplette Armee bekommt, von tatsächlich sogar über 100 Punkten. Da kommt ihr ein ganz kleines bisschen drüber, ist aber für den Anfang eigentlich nicht so schlimm, wenn man mal die ersten Gehversuche im Spiel macht. Und ansonsten kann man natürlich noch mit anderen Dingen ganz einfach erweitern, um dann ein bisschen die Liste umzubauen und die maximal 100 Punkte dann natürlich auch aufs Feld zu bekommen. Alles in allem aber eine sehr gute Kombination, weil ihr dann doch 4 verschiedene Arten von Panzern bekommt, mit denen ihr hier dann ein bisschen rumspielen könnt und so dann natürlich auch ein bisschen eine Abwechslung bereits zu Anfang im Spiel habt, da sich die verschiedenen Einheiten dann ja doch sehr unterschiedlich auch einsetzen lassen. Das, was ihr hier eben seht, sind die gebauten Figuren. Das ist aber natürlich nicht alles, was ihr hier aus den Gussrahmen bekommt. Hier habe ich nochmal die Gussrahmen. Die sind zwar zum Teil natürlich aufgebraucht, aber ihr habt hier natürlich dann auch noch die vollen Bausätze, also nicht speziell nur für dieses Set, sodass uns dann auch ein paar Varianten übrig bleiben, beziehungsweise Zusatzteile, wo wir dann ein bisschen auch variieren können. Auch hier bei den Schürzen auf der Seite gibt es dann verschiedene Variationen, um hier dann ein bisschen die Panzer voneinander abzuheben. Ihr werdet dann in Kürze auch nochmal ein getrenntes Video bekommen, wo wir uns dann genau ansehen, was ihr hier dann für eine Liste oder vielleicht auch mehrere Listen dann bei den Deutschen aus der Kursk-Box bauen könnt. Aber ich hätte jetzt mal gesagt, wir schwenken mal schnell zu den Sowjets. Hier also jetzt die gebauten Panzer der sowjetischen Seite aus der Kursk-Box. Wie wir hier sehen, natürlich schon ein paar
Einheiten mehr, ein paar Modelle mehr, ist natürlich auch ein bisschen auch verständlich, und das Ganze ist hier aufgebaut um den T34. Davon haben wir insgesamt 7 Stück, die wir hier in der ersten Reihe sehen, und versorgt uns dann gegen die Deutschen mit einer dementsprechenden Masse. Dann in der hinteren zweiten Reihe haben wir eine Einheit bestehend aus 3 Valentines von den Briten, die eben von den Sowjets ebenfalls eingesetzt worden sind. Und dann zum Abschluss noch 4 Su-85 Tankkiller, die uns dann mit der nötigen Schlagkraft versorgen gegen die deutschen Panzer, da ja die T-34 nicht so viel Schlagkraft haben. Und natürlich auch nicht unbedingt die Valentines. Und auch die sowjetische Seite, die Panzer, die wir hier sehen, versorgen uns mit schon einer kompletten Armee von 99 bzw. 100 Punkten. Je nachdem, da hat man ein bisschen die Möglichkeit zu spielen, aber das werden wir uns auch nochmal dann getrennt in einem Video ansehen, welche Armee wir hier dann tatsächlich aufstellen können oder welche Varianten von Armeen für die Sowjets und Listen. Aber das hat mich schon sehr überrascht, muss ich sagen, denn ich bin eigentlich als jemand, der sich mit Kursk oder beziehungsweise mit der Ostfront noch so überhaupt nie auseinandergesetzt hat, richtig eigentlich davon ausgegangen, okay, auf der sowjetischen Seite sind natürlich mehr Panzer dabei, damit habe ich schon mal gerechnet, aber ich hätte auch damit gerechnet, dass das hier insgesamt schon deutlich weniger Punkte sind, was wir hier sehen, als das, was die Deutschen mit ihren 7 Panzern aufs Feld bringen, und wir hier dann noch eventuell etwas dazu kaufen müssen, um überhaupt die gleiche Punktgröße zu erreichen, wie sie die Deutschen mitbringen, aber tatsächlich nicht. Auch hier haben wir, wie gesagt, bei beiden Armeen eben schon eine komplette Armee und das Ganze noch dazu für gerade einmal 60 Euro bzw. darunter, wenn ihr sie irgendwo im Einzelhandel kauft. Also da kann man gar nicht sagen, 2 Armeen für 60 Euro und weniger, die noch dazu vollständige Armeegröße darstellen und nicht einfach nur Anfängerarmeen sind. Und wie natürlich bei den Deutschen auch, haben wir hier dann auch noch einiges an zusätzlichen Teilen in den Sprues drinnen, die uns dann übrig bleiben. Und man sieht hier auch, die Box kommt dann teilweise auch mit anderen Turrets daher oder auch mit anderen Chassis. Also ist auch durchaus interessant für Spieler, die nicht unbedingt einsteigen, sondern die noch etwas suchen. Denn man hat hier auch dann die Möglichkeit, andere Sachen zu bauen. Aber auch dazu dann in einem getrennten Video mehr, wenn wir uns dann ansehen, was eben bei den Sowjets so alles für Listen gebaut werden können eventuell. Jeden, den es interessiert, was ganz allgemein neben den Figuren noch in der 2-Spieler-Starterbox zu finden ist, habe ich ein Unboxing kürzlich gemacht, das ich euch hier jetzt auch verlinken werde. Braucht ihr einfach nur auf den Bildschirm zu klicken bzw. zu tappen. Dann kommt ihr zu dem nächsten Video.